Kaufen oder mieten? Was lohnt sich eher? Der Glaube, dass die Miete nur rausgeworfenes Geld ist, das man besser zum Abzahlen des Eigenheims verwenden sollte, ist weit verbreitet. Zunächst klingt das auch logisch. Schließlich zahlt der Mieter jahrelang in die Tasche des Vermieters und der Käufer besitzt irgendwann seine eigene Immobilie. In diesem Video gehen wir der Frage auf den Grund, welcher Weg der richtige für dich ist und was die jeweiligen Vorteile und Nachteile vom Kaufen und Mieten sind. Über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen. Zunächst sollte der Vergleich fair sein. Die Annahme lautet ja, für den gleichen Betrag, den du für eine Mietwohnung aufwendest, kannst du auch eine kreditfinanzierte Eigentumswohnung oder ein Haus abbezahlen. Die Formel wäre also Miete gleich Kreditrate. Dabei wird aber übersehen, dass bei einer Immobilienfinanzierung die Kreditrate gleich Kredittilgung plus Kreditzins ist. Der Kreditzins geht an die Bank, die Kredittilgung hingegen dient dem Vermögensaufbau. Der Mieter zahlt die Miete für die Nutzung des Wohnraums. Wie beim Kreditzins ist auch dieser Mietzins weg, nämlich beim Vermieter. Der Mieter muss für den Vermögensaufbau also zusätzlich Geld sparen und anlegen. An dieser Stelle sieht ein fairer Vergleich dann schon bereits so aus: Mietzins plus Sparrate gleich Kreditzins plus Tilgung. Aber hier fehlt noch etwas: die Kosten für die Instandhaltung. Gebäude sind Gebrauchsgegenstände, die nutzen sich im Laufe der Zeit ab und damit nimmt auch ihr Wert ab. Grundstücke hingegen können im Wert steigen. Um aber die gesamte Immobilie vor Wertverlust und vor teuren Reparaturen zu schützen, muss immer auch in die Instandhaltung investiert werden. Dieser Punkt ist nur für den Eigentümer wichtig. Für den Mieter sind die Instandhaltungskosten bereits in der Miete enthalten und dürfen vom Vermieter auch nicht auf die Nebenkosten umgelegt werden. Für die Instandhaltungsrücklage müssen Eigentümer jährlich 1 bis 1,5% des Kaufpreises einplanen. Nun sieht die Formel also bereits schon so aus: Mietzins plus Sparrate gleich Kreditzins plus Tilgung plus Instandhaltungsrücklage. Ohne Berücksichtigung der Instandhaltungskosten kann man sagen, liegt der Mietzins über dem Kreditzins, spart man mit dem Immobilienkauf. Ist der Kreditzins allerdings höher, dann spart man mit der Miete. Hier besteht aber das Problem, dass sich der Mietzins, also die Einnahme für den Vermieter, und der Kreditzins nicht so leicht vergleichen lassen. Eine Immobilie steht ja entweder zum Verkauf oder zur Vermietung. Man kann also nur zwei verschiedene Immobilien vergleichen. Aktuell kann man jedoch davon ausgehen, dass Vermieter eine Netto-Mietrendite von 3% erhalten. Zinsen für Immobilien liegen in der Regel darunter. Laut repräsentativen Beispiel der DTW kann man 100.000 Euro bei 10 Jahren Laufzeit bereits für 0,3% erhalten. Insofern ist der Mietzins mit 3% höher als der Kreditzins und der Kauf sollte sich lohnen. Aufgrund der niedrigen Zinsen ist die Nachfrage jedoch derart gestiegen, dass die Preise vorrangig liquiditätsgetrieben sind. Ein großer Teil der Immobilien ist aus diesem Grund überteuert. Die Zinsen, die eingespart werden, zahlt man also beim Ende beim Kaufpreis wieder drauf. Für viele Eigenheimbesitzer ist der Kaufpreis aber nicht entscheidend. Solange die monatliche Belastung aus der Kreditrate ungefähr der Miete entspricht oder geringer ausfällt, ist das der Beweis, dass Immobilienkauf Vermögen bildet und Mieten Geld vernichten. Und dass diese Aussage vermeintlich richtig ist, dafür kann man sorgen, indem man beim Kauf an der Lage oder dem Zustand des Eigenheims spart. Und so wird das Bild verzerrt und ein Vergleich unmöglich. Ein echter Vergleich lässt sich also nur mit der Gesamtrendite vornehmen und die kann erst zum Schluss berechnet werden. Die Gesamtrendite Eigenheim gleich Mietersparnis plus Preisentwicklung minus Kaufnebenkosten minus Instandhaltungskosten. Die Gesamtrendite Geldanlage am Beispiel von Wertpapieren ist gleich Dividenden- und Gewinnausschüttung plus Preisentwicklung minus Transaktionskosten minus Verwaltungsgebühren minus Kapitalertragssteuern. Da viele dieser Werte schwer vorhersehbar sind, ist eine rein wirtschaftliche Betrachtung kaum möglich und niemals allgemeingültig. Es sind daher andere Vorteile und Nachteile, die für oder gegen den Immobilienkauf sprechen. Vorteile beim Kauf eines Eigenheims: Erstens, der Zwangsspareffekt. Da du jeden Monat deine Rate zahlen musst, geht deine Tilgung tatsächlich in dein Vermögen. So sparst du zwangsläufig. Als Mieter fällt es leichter, auch mal eine oder mehrere Sparraten ausfallen zu lassen. Zweitens, steuerliche Gründe. Verkaufst du Wertpapiere mit Gewinn, fällt Kapitalertragssteuer an, ebenso für Zins- und Dividendenzahlungen. Die eingesparte Miete wird nicht als Gewinn versteuert und auch, wenn du irgendwann dein abbezahltes Eigenheim verkaufen möchtest, dann ist der Erlös steuerfrei. Drittens,
Mieterhöhungen sind kein Thema mehr. Zumindest in der Zeit der Zinsfestschreibung bleibt deine Rate immer gleich. Ein Vermieter könnte die Miete in dieser Zeit anheben. Nach der Zinsbindungsfrist kann, wenn sich das Zinsniveau verändert hat, allerdings auch eine Erhöhung der Rate einstellen. 4. Schutz vor Eigenbedarfskündigung. Die Bank kann keinen Anspruch auf die Immobilie erheben, solange du deine Raten zahlst. Wenn ein Vermieter die Wohnung oder das Haus plötzlich selbst nutzen möchte, dann ist es egal, ob man vorher die Mietzahlung immer pünktlich geleistet hat. Ist die Eigenbedarfskündigung berechtigt, musst du ausziehen. 5. Der Zinsanteil fällt beim Annuitätendarlehen. Die Zinsen werden immer auf die Restschuld berechnet und die Kreditrate bleibt beim Annuitätendarlehen gleich. Aus diesem Grund steigt mit den Jahren der Anteil der Tilgung und sinkt der Anteil der Zinsen in der Kreditrate. So steigt Jahr für Jahr der Anteil des Vermögensaufbaus. Bei den Mieten ist das anders. Sie bleiben bestenfalls stabil, werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit steigen. Wenn dann dein Einkommen nicht im gleichen Verhältnis mitwächst, wirst du immer weniger Geld für anderweitige Investitionen zur Verfügung haben. Es gibt aber auch zahlreiche Vorteile, die fürs Mieten sprechen. 1. Keine Instandhaltungskosten. Ganz gleich, was am Haus durch Verschleiß kaputt geht. Die Heizungsanlage will nicht mehr, ein Rohr platzt, die Toilette ist undicht. All das sind Sachen des Vermieters und er darf diese Kosten auch nicht auf dich umlegen. Mit der Miete hast du das alles bereits bezahlt. 2. Bessere Risikostreuung. Mit dem Kauf einer Immobilie hat man ein hohes Klumpenrisiko. Die meisten Eigenheimkäufer bündeln ihr Kapital in nur einem Anlageobjekt. Insbesondere durch den hohen Eigenkapitalanteil und die Kaufnebenkosten wird hier viel Kapital gebunden. Mieter hingegen können über diverse Anlageklassen und Objekte wie Aktien, ETFs, Firmenbeteiligung und so weiter streuen. 3. Höhere Renditen mit anderen Anlageklassen. Die Wertsteigerungen in anderen Anlageklassen sind höher als beim durchschnittlichen Eigenheim. Die Aktienmärkte wachsen weltweit über einen langfristigen Zeitraum um etwa 7% pro Jahr. Die normale Wohnimmobilie in Deutschland schafft solche Renditen nicht. Allerdings bietet sie Steuervorteile, die zu berücksichtigen sind. 4. Räumliche Ungebundenheit. Du willst flexibel bleiben, was deinen Wohnort oder die Größe deines Wohnraums angeht, dann ist dies wohl das stärkste Argument für die Miete. Als kinderloses Paar reicht eine kleine Wohnung, die aber bestenfalls in zentraler Innenstadtlage liegt. Kommt dann der Nachwuchs, möchtest du vermutlich geräumiger wohnen, dafür etwas ruhiger am Stadtrand. Wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, reicht wieder etwas Kleineres zum Wohnen und dann auch wieder in einer zentraleren Lage. Und im Alter macht dann eine seniorengerechte Wohnanlage Sinn. Als Mieter kannst du deine Wohnsituation und damit auch die Kosten dafür schnell anpassen. Eigenheimbesitzer bewohnen in allen Lebensphasen die gleiche Immobilie. 5. Finanzielle Flexibilität. Wenn du durch plötzliche Arbeitslosigkeit oder bei Selbstständigen eine angespannte wirtschaftliche Lage einmal Einkommen wegbricht, dann kann eine Immobilienhypothek zu einer großen Belastung werden. Eine Mietwohnung oder ein Mietshaus lässt sich schnell downgraden. Beim Eigenheim wird das schon schwieriger. Du siehst, aus wirtschaftlicher Sicht lässt sich kaum bestimmen, ob Kaufen oder Mieten günstiger ist. Vielmehr sind es die persönlichen Vorstellungen vom Lebensstil, welche die Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Für beide Wege gibt es genügend Pro- und Kontra-Argumente. Eins ist aber klar: Unwirtschaftlich ist die Miete keinesfalls, vorausgesetzt, dass man sein Kapital anderweitig nutzt und clever investiert. Das war's zum Thema Mieten oder Kaufen. Was lohnt sich mehr? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Dich interessieren alle Themen rund ums Geld? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Bei Fragen oder Anregungen schreib uns in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.